So, mittlerweile sind schon fast 5 Wochen seit meiner Ankunft hier in Brasilien vergangen. 5 Wochen lang komplett in Sao Paulo gewesen, im Endeffekt nur in einem Viertel unweit vom berüchtigten Cracolândia. Und ich muss sagen, die Stadt ist riesengroß, aber ich habe hier direkt neben dem bekannten Museum im Garten des Lichts, Parque da Luz, einen wunderschönen Park gefunden, gut zum Joggen, zum Sport machen, einfach zum Erholen von dem tristen Grauen. Das hier ist Coxinha. Das hier ist in Brasilien bzw. in Sao Paulo beliebt und richtig geil. Mittendrin hat man Kartoffelbrei und Chicken. Ja, morgen geht es dann weiter nach La Paz, Bolivien, und war jetzt insgesamt 5 Wochen lang hier in Sao Paulo. Muss allerdings sagen, ich war nur am Arbeiten. Ich habe es nicht mal fertig gebracht, viel Portugiesisch zu lernen. Ich habe mir es vorgenommen, aber habe da wirklich nur mit Arbeiten verbracht. War aber spannend, mal in so einer großen Stadt zu leben und dann wirklich, ja, einfach auch nur in einem Viertel. Das heißt, ich war wirklich nur in einem kleinen Viertel in dieser Riesenstadt, und das ist wie der eigene Kosmos. Also man lernt die Leute kennen, die Restaurants, wo man mittags was isst, oder die Einkaufsmöglichkeiten, und jeden Tag kann man was Neues kennenlernen, weil die Stadt so groß ist, und das ist echt verrückt. Da vorne ist das berühmte Pinacoteca. Das ist das große Kunstmuseum. Dementsprechend viel Kunst gibt es hier in dem Park. Vom Brunnen, ganz viele verschiedene künstliche Lagunen, tolle Bäume, wie ich finde, hat schon ein bisschen was von Regenwald, Palmen und Katzen. Da ist dann quasi, da vorne sind Ausstellungen, da oben sind dann ja, die Kunstgalerien drin, und hier, wie gesagt, ganz viel Kunst. Wir laufen ein bisschen der Sonne entgegen, und hier mittendrin lässt sich auch gut Sport machen. Ja, wir laufen jetzt zurück durch den Park, und dann sind es ungefähr, ja, eine Stunde von hier, oder ja, ungefähr eine Stunde, dreiviertel Stunde, und dann sehen wir auch mal die Stadt. Sonntags ist Sao Paulo tatsächlich wie ausgestorben. Alle Läden sind quasi zu, oder fast allen. Ich sag mal 19 von 20 geschlossen, das ist echt verrückt. Dann kann man durch die Straße laufen ohne Verkehr, es ist echt angenehm. Unter der Woche ist es dann schon anders. Ja, da war jetzt gerade überall Polizei. Jetzt kommt gerade ein 4. und ein 5. Streifenwagen. Da hat es wohl hier einen Zwischenfall gegeben mit wohl einem Messerstecher. Ja, Kriminalität ist generell ein Problem in Brasilien, wie in fast jedem Land in Süd- und Mittelamerika. Na ja, gut, Europa ist nicht viel besser, Nordamerika auch nicht. Ich meine, wo ist es schon? Also wenn jetzt die Stadt richtig voll ist, dann ist es angenehmer hier zu laufen, als wenn kaum was los ist. Da laufen sie teilweise rum, zugedröhnt auf der Straße, und ja, schon traurig, aber man kennt es von anderen Städten, von dem her ist es jetzt nicht ganz neu. Und ich habe so das Gefühl, die Drogenabhängigen, die hier sind, viele nehmen Crack, das ist auf jeden Fall angenehmer als zum Beispiel in Medellin, wo sie Bazuco genommen haben, so ein Vorprodukt von Kokain.
Da waren ganz viele Leute auf einem ganz blöden Trip, teilweise aggressiv, teilweise aber total lieb und unberechenbar, apathisch, teilweise wie Zombies. Aber das ist hier zum Glück nicht so. Also da kann ich sagen, da ist der Ruf schlechter. Ja, das, was ich meinte, hier ist sonntags alles wie ausgestorben. Man sieht alles zu. Normalerweise sind das Geschäfte und die ganze Straße, da kannst du in der Regel gar nicht richtig durchlaufen, weil alles voll ist. Also Sonntag ist wirklich ein ganz anderer Tag, als wäre keiner mehr in der Stadt. Deswegen sage ich, es ist immer auch ein bisschen, naja, gruselig will ich nicht sagen, aber wenn man so allein auf einer Straße läuft, das täuscht. Man denkt, wow, das ist hier, ne, am helligsten Tag und nö, da muss nur ein Motorrad vorbeifahren und du hast eine Kamera in der Hand. Das ist dann so ein Punkt, wo ich dann immer sehr vorsichtig bin. Siehst du da vorne geradeaus liegt zum Beispiel jetzt einer in einer Filzdecke eingewickelt. So schlafen die Obdachlose hier einfach auf der Straße, als wäre hier eine Leiche eingewickelt worden. Eine richtig geile Sache in Sao Paulo. Da hast du die Bankenviertel, ein bisschen weiter die ganzen Crack-Abhängige, mittendrin einfach ein Rockkonzert. Was ich auf jeden Fall vorgenommen habe, in Bolivien wird es wieder ein bisschen mehr Zeit geben für Abenteuer, für Dschungel, für Berge, für alles Mögliche. Denn ja, die letzte Zeit viel zu viel gearbeitet. Das macht definitiv wenig Spaß. Mal wieder ein bisschen unter die Leute kommen. Aber definitiv spannend, mal in so einer großen Stadt gelebt zu haben. Ich meine, dagegen ist ja Lima fast schon klein. Lima ist ja mehr als zweimal so groß wie Berlin. Und das war ja schon riesengroß. Und dann kommst du hier nach Sao Paulo und das übertrifft nochmal alles. Das ist dann natürlich schon ziemlich... So, das war auch die kleine Rundführung schon jetzt vom Stadtteil. Jetzt gehen wir noch mal kurz rein zum Hostel, wo ich wohne, beziehungsweise kleines Hotel. Schon schade, ich habe jetzt so viel gearbeitet die letzte Zeit und bin einfach nicht dazu gekommen, ein bisschen was über, ja, hier ein bisschen Brasilien besser kennenzulernen. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant. Sehr, oder? Oh, bisschen Trophys. Ja, das ist ein bisschen schade. Wie gesagt, ein sehr, sehr nettes, freundliches Volk, hätte ich gerne besser kennengelernt. Aber naja, Priorität Arbeit leider. So, das ist meine Straße, mein kleines Hotel, da gehen wir jetzt rein. So, ich habe jetzt gerade noch ein bisschen überlegt, ich lasse mal noch ein bisschen die Stadt zeigen von der Rezeptionistin hier, dass ich wenigstens im Video jemand aus Brasilien habe zeigen lassen können. Denn normalerweise ist es ja nicht meine Art, dass ich irgendwo in ein Land gehe und dann so gar nicht mit den Leuten in Kontakt komme. Jetzt war ich aber, wie gesagt, so lange hier nur am Arbeiten, dass es ja, in Brasilien im Endeffekt nur zum Arbeiten gewesen, nichts anderes gemacht, was sehr schade ist. Aber da muss ich unbedingt auch mal herkommen.
Da gibt es ein Bad, eine Dusche, dann hier einen kleinen Schrank. Ziemlich unordentlich. Morgen ist dann die Abfahrt. Da habe ich jetzt nochmal alles rausgeholt. Ja, hier ist immer die Frage, wie kriegst du das Kleingeld los? Das will ich ungern mitnehmen. Und ja, hier Blick zum Innenhof ist jetzt auch nicht so wunderschön, muss man sagen. Aber hat natürlich den Vorteil, dass man dann hier, mal kurz, so, dass man dann hier auf jeden Fall seine Ruhe hat, weil der Verkehr dann in die andere Richtung ist vom Gebäude. So. Poesia! Das ist ja estranho. So, jetzt trinken wir noch einen Kaffee. Ich begleite hier die Priscilla von der Rezeption. Priscilla! Hola! Olá. Eu não gosto de filmar. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E como você está? Hola! Amigo, passa amanhã cedo. Bien, toma hola, café, amigo. Passa amanhã. falas alemão? Walaikum salam. Você fala alemão? Não. Árabe? Árabe, francês, pouco espanhol, português. Português muito bom. Muito bom. Fala para ¿Y español? Hola amigos, saludos, Gracias. saludos. Obrigado, obrigado. Nos vemos. Ach, ärgerlich. Habt ihr den Laden noch nie gesehen? Ein libanesischer Laden. Hat uns gerade einen Kaffee geschenkt. Ich will jetzt mit der Priscilla, die arbeitet hier an der Rezeption im Hotel, wo wir sind. Und die bringen wir jetzt zur U-Bahn. Ich will die nachts auch ungern laufen lassen. Also hier überall liegen die Leute auf der Straße. Und da soll der Mädel nachts dann nicht laufen. Da gehe ich heute mit. Ist aber jetzt gar nicht so spät. Es ist jetzt gerade... Wie spät? 7? Bonita. É top. É top? A parte mais bonita é os prédios. Hã? É top. É top? Cidade? Não, é uma expressão que a gente usa pra falar muito legal. Aham. Top. 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 Brasil é top. Ou zica. Brasil é zica. Nossa, que feio ensinar isso pra ele. Tem que ensinar coisas positivas. Arte, cadê a arte? Ja, ich habe mir gerade sagen lassen, heute ist Vatertag hier in Brasilien und das ist eben ein großer Feiertag, deswegen gibt es auch viele Konzerte und eins ist dann eben dieses Rockfestival. So war jetzt gut, dass ich nochmal wenigstens einen kleinen Spaziergang gemacht habe mit der Priscilla von der Rezeption. Dann eine kleine gute Tat gemacht, sie begleitet. Und ich bin jetzt auf dem Heimweg, jetzt ist knapp 8 Uhr und morgen stehe ich um 5 Uhr auf, 5:30 Uhr. Dann geht es los zum Flughafen, der liegt hier außerhalb, es gibt 2, aber der liegt ungefähr eine halbe Stunde außerhalb. Und ja, 3/4 Stunde vielleicht, wenn es schlecht läuft, kann es natürlich länger dauern. Deswegen ist es da immer relativ wichtig, früh zu kommen. Und ja, man weiß ja nie, ob es Kontrollen oder sonst was gibt. Aber das beste Versteck übrigens, so eine alte Mülltüte zu haben. Da 2, 3 Stück nehmen und eine dunkle.
und da unten drunter dann die Kamera reinlegen. Da würde ich keiner ausrauben, weil keiner vermutet, dass da was Wertvolles drin ist. Das war jetzt also mein kleiner Abstecher nach Brasilien, Sao Paulo. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Nächstes Mal gibt es auf jeden Fall mehr und spannendere Details aus den Ländern, gerade Bolivien. Vielleicht dann auch mehr das Leben der Leute zeigen. Und das ist dann mein Ziel. Der Grund ist ganz einfach. Für so ein Video hier brauche ich gut 15 bis 20 Stunden. Und das ist eben eine Arbeitszeit, die ich momentan kaum aufbringen kann. Das heißt, man braucht einen Tag zum Aufnehmen und dann eben nochmal alles schneiden, alles synchronisieren. Also Untertitel reinbringen, übersetzen und so weiter und so fort, bis die Bilder bearbeitet worden sind. Sprich Thumbnails etc. Das kostet Zeit. Und wenn du da gerade eigentlich nicht ganz dabei bist, dann dauert es. Deswegen lade ich momentan auch nicht täglich Videos hoch. Also besser gesagt nicht mal wöchentlich oder monatlich. Und das ist dann eben die Sache, der Nachteil. Ne? Ich meine, du kriegst ja keinen Cent für so eine Arbeit. Du machst es ja für die Erinnerung. Aber wenn momentan eben gearbeitet werden muss, ist es leider wichtiger, als hier so Videos aufzunehmen, die am Ende, ja, wie gesagt, unvergütet bleiben.